Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für vegetarische Pasta mit Ofengemüse. Dafür bereiten wir als erstes das Gemüse vor. Ich habe hier 250 Gramm Cocktailtomaten, einfach halbieren, dann in eine große Rührschüssel geben. Außerdem 2 Paprikaschoten, entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden. 2 rote Zwiebeln abziehen und grob in Streifen schneiden. Und zum Schluss noch hier eine Zucchini und Aubergine längs halbieren oder vierteln und ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden. Wenn das erledigt ist, kommen die Gewürze dazu. Je einen Teelöffel Oregano, Rosmarin, Thymian und süßes Paprikapulver. Außerdem eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer und zum Schluss noch einen guten Schuss Raps oder Olivenöl dazugeben. Alles einmal gut miteinander vermengen, damit sich Öl und Gewürze gleichmäßig verteilen können und das Gemüse anschließend auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und gleichmäßig darauf verteilen. Danach für etwa 20 Minuten bei 220 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Backofen schieben. Währenddessen kümmern wir uns um die Pasta. Dafür als erstes einen großen Topf mit ausreichend Wasser erhitzen, ordentlich salzen, dann zum Kochen bringen, 500 Gramm Tagliatelle oder eine andere Nudelsorte in das kochende Wasser geben und für 7 bis 8 Minuten oder nach Packungsanweisung bissfest garen. Nach etwa 20 Minuten das Gemüse aus dem Ofen holen, kurz zur Seite stellen und jetzt mit einer Schöpfkelle etwa 250 bis 300 Milliliter Nudelwasser abschöpfen, das Wasser kurz zur Seite stellen, die Nudeln jetzt über einem Sieb abgießen, kurz abtropfen lassen, dann zurück in den Topf geben, außerdem einen guten Schuss Olivenöl dazugeben, eine großzügige Hand geriebenen Parmesan, das abgeschöpfte Nudelwasser wieder zurückgießen und etwa ein Drittel vom Ofengemüse ebenfalls zur Pasta geben. Anschließend alles einmal gut miteinander vermengen, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und die Pasta die Flüssigkeit komplett aufgesogen hat. Danach können wir auch schon servieren, die Nudeln dafür auf tiefen Tellern verteilen und zusammen mit dem restlichen Ofengemüse anrichten. Für die Garnitur noch etwas Basilikum und dann wünsche ich einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.